Das ist natürlich alles Schrott und reißt sofort wieder. Ich habe diesen Gussblock geschweißt, habe damit einen schönen alten Trecker gerettet. Es gab viele positive Kommentare, aber auch ein paar sehr negative. Manche bemängeln, warum schweißt man sowas nicht mit Wick, sondern schweißt das mit der blöden alten Elektrode. Das ist die gute alte Stabelektrode und die ist absolut unempfindlich gegen Verschmutzung. Und das ist bei Wick natürlich nicht so. Und ich kann hier noch so lange schleifen, reinigen. Ich werde immer Dreck im Guss drin haben und darum schweißt man sowas zum Beispiel mit der Elektrode. Und der zweite Punkt ist die sogenannte Streckenenergie. Das heißt, hiermit habe ich eine sehr gute Schweißgeschwindigkeit, nehme ungefähr so um die 100 Ampere, um damit zu schweißen. Mit Wick müsste ich wahrscheinlich 200 Ampere nehmen, würde aber deutlich langsamer schweißen, würde da mehr Spannung reinbringen. Und das ist natürlich eine viel höhere Gefahr, dass einem das Ganze wieder reißt. Und darum nimmt man für solche Gussreparaturen die gute alte Elektrode.